Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Mutig Leben-Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich bin wie immer dein ganz persönlicher Ermutigungscoach. Mit dieser Serie kurzer Videos möchte ich dich dabei unterstützen, dein Leben ganz gezielt so zu gestalten, dass du selbstbewusster, authentischer, zufriedener und glücklicher lebst. All dies zusammen und noch viel mehr nenne ich ja bekanntlich Mut. Du weißt wahrscheinlich schon, dass ich damit nicht etwa den Mut zum Bungee-Jumpen oder zum Tiefseetauchen oder zum Wüstendurchqueren meine. Mir geht es vielmehr um all die Qualitäten im Leben, die dir helfen, ein beschwingtes und somit gesundes Lebensgefühl zu entwickeln und dadurch glücklicher zu sein. Das ist ja gerade in dieser doch ziemlich verrückten Zeit extrem wichtig. Ich meine, wir haben jetzt Dezember 2021 und damit fast 2 Jahre Pandemie hinter uns. Und unser aller Leben hat sich dramatisch verändert. Damit muss man ja auch erstmal irgendwie klarkommen. Auch dabei sollen dich natürlich meine Videos und die Tipps darin unterstützen. Und falls du jemals Bedarf an einer direkten Unterstützung hast, dann kannst du mich natürlich jederzeit kontaktieren über meine Webseite www.fischerreinecke.de oder per E-Mail. Also du kannst mich im Internet finden. Auch hier direkt unter diesem Video habe ich meine Webseite gepostet. Ja, ach ja, ehe ich es vergesse, bitte lass mir unbedingt einen Daumen nach oben da, falls du das Video magst und wenn du irgendwas für dich mitnehmen kannst. Ich möchte natürlich so viele Menschen wie möglich damit erreichen, um die Welt tatsächlich ein Stückchen besser zu machen. Also klick gleich hier unten auf den Button und mach Daumen nach oben und wenn du magst, abonniere auch gerne den Kanal, dann verpasst du keines der in Zukunft kommenden Videos. Und schau dir unbedingt auch die bereits veröffentlichten Videos dieser Serie an. Davon kannst du sehr profitieren. Ja, falls du dich nun fragst, wo ich mich heute befinde und rumtreibe sozusagen mal wieder, ich stehe hier vor dem zweitgrößten Vulkan Balis, dem Mount Batur, der zuletzt im Jahre 1963 ausgebrochen ist und eine deutliche Lavaspur hinterlassen hat. Du kannst das hier sehen. Und ich werde nachher auch noch einen Videoschwenk machen, damit du das hier besser sehen kannst. Und auch nach 63 gab es immer wieder Eruptionen mit Asche und diversen Glutauswürfen. Das stresst hier allerdings, muss man sagen, niemanden. Die 16.000 Menschen, die allein hier in dieser Caldera, also in diesem Vulkantal leben, nehmen diese Gefahr sehr gelassen hin und vertrauen den Göttern, denen sie also nicht ohne Grund täglich Opfer bringen, um sie zu besänftigen. Selbst jetzt in der Pandemie, die Bali komplett von allen Touristenströmen abgeschnitten hat, sind die Menschen hier freundlich und sehr gelassen. Stress ist hier tatsächlich ein Fremdwort, würde ich sagen. Und damit wären wir auch schon mitten in unserem heutigen Thema. Ich möchte nämlich heute mit dir über Stress sprechen. Natürlich darüber, was Stress überhaupt ist, was Stress in deinem Körper anrichtet, und was du tun kannst, um dem Stress die rote Karte zu zeigen. Also ich behaupte jetzt einfach mal, Stress tötet Kreativität. Und wenn du da jetzt mal ganz kurz in dich reinfühlst, wirst du das vielleicht sogar aus eigener Erfahrung bestätigen können. Und ich könnte durchaus noch weitergehen. Stress tötet nämlich nicht nur deine Kreativität, sondern genau genommen deine Leistungsfähigkeit und dein gesamtes rationales Denken. Und ganz am Ende, wenn du es übertreibst, tötet der Stress womöglich dich. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Als ich damals in meinem früheren Leben als erfolgreiche Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin eines Lifestyle-Magazins 2 Burnouts hingelegt habe innerhalb von 3 Jahren. Das nannte man damals übrigens noch reaktive Depression. Damals hat nicht nur mein Kopf ausgesetzt. Mein gesamter Körper hat mir den Mittelfinger gezeigt und mich komplett flachgelegt.
Das war nicht witzig und hätte durchaus böse enden können. Zum Glück hatte ich einen tollen anthroposophischen Arzt, der mir die Wahrheit ziemlich direkt ins Gesicht gesagt hat und mir damit ja indirekt das Leben gerettet hat. Denn das war für mich sozusagen ein Wake-up-Call. Von da an habe ich Verantwortung für meinen eigenen Gesundheitszustand übernommen und habe angefangen, all das zu lernen und anzuwenden, was ich dir in dieser Serie vermitteln möchte. Die Welt ist ja heute tatsächlich sehr stressig geworden und die große Herausforderung liegt ja nun darin, diesen Stress bzw. das, was der Stress in deinem Körper anrichtet, zu vermeiden. Dazu mal gleich eine wichtige Behauptung. Stress ist nicht das, was passiert. Stress ist das, was du daraus machst, was passiert. Und das hast du letztlich ja selbst in der Hand. Ja, ich merke schon, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht im Thema verliere. Denn tatsächlich könnte ich über gerade das Thema Stress stundenlang reden. Ich werde mich jetzt also konsequent und ganz bewusst auf den Aspekt der Kreativität beschränken und konzentrieren. Ich verspreche hiermit aber, dass ich noch einige weitere Videos zum Thema Stress machen werde. So, jetzt mal ein kleiner Perspektivwechsel. Genau, also du hast, wenn es um die Kreativität geht, sicherlich auch schon festgestellt, dass dir die besten Ideen sicherlich nicht kommen, wenn du danach suchst, sondern eher, wenn du nicht danach suchst. Also zum Beispiel unter der Dusche, beim Spazierengehen, beim Spielen mit den Kindern, bei der Gartenarbeit oder gar beim Abwaschen. Und meist hat man dann leider noch nicht mal einen Zettel zur Hand, um die tolle Idee aufzuschreiben. Deshalb hier an der Stelle gleich ein erster Tipp von mir. Schreibe deine Inspiration, deine Ideen, deine Gedankenblitze einfach rasch in dein Handy. Denn diese Geistesblitze haben die Angewohnheit, wie tatsächliche Blitze, gleich wieder zu verschwinden. Und umgekehrt ist dir bestimmt schon aufgefallen, wie viel Kreativität dir zur Verfügung steht, wenn dir der Megastress den Puls hochtreibt und der Druck dir wortwörtlich hier im Nacken sitzt. Na? Genau. Null. Nada, niente, nothing, rien du tout, gar nichts und zwar 0, nichts. Das ist leider so, denn unter Stress weißt du mitunter nicht mal mehr deinen Namen oder du vergisst, wo du den Schlüssel hingelegt hast. Geschweige denn kannst du unter Druck und Stress, was letztlich dasselbe ist, ein tolles Konzept entwickeln oder coole Texte verfassen. Oder was auch immer im kreativen Bereich von dir gerade verlangt wird. Denn Stress ist ja im Grunde genommen eine Form von Angst oder eigentlich ist es Angst. Das signalisiert deinem Körper Lebensgefahr und sorgt somit in deinem gesamten Körper dafür, dass all diese Mechanismen getriggert werden, die dir das Überleben sichern sollen. Dir den Popo retten sozusagen. Das heißt, alle Funktionen, die wir sozusagen als Luxusprogramm mitbekommen haben von Mutter Natur, wie etwa Kreativität, werden in diesem Survival-Modus einfach abgeschaltet. Klar, wer muss schon eine tolle Überschrift texten, während der Tiger hinter ihm her ist? Aber auch tatsächlich lebenswichtige Funktionen gehen in diesem, also im Stress, in den Pausemodus, wie etwa die Verdauung. Der Fortpflanzungstrieb, also die Lust, die Immunabwehr wird herabgesetzt. Nur mal so als Info für dich. 5 Minuten Megastress schalten dein Immunsystem für rund 6 Stunden aus. Ich glaube nicht, dass du das wirklich willst. Warum? Weil dein autonomes Nervensystem auf Autopilot umschaltet und alle Funktionen aktiviert, die dir, zumindest in Urzeiten, das Überleben gesichert hätten. Du kennst wahrscheinlich die 3 Zustände von Flucht, Kampf und Starre. Das sind die einzigen, die uns im Stress überhaupt zur Verfügung stehen. Damit wird klar, Gedichte schreiben ist auf der Flucht irgendwie nicht so angebracht. Und um das komische Bakterium, das sich gerade in dem Schnitt in deinem Finger eingenistet hat, kümmert sich das Immunsystem vielleicht dann eben später. Und Kinder zeugen,
ist im Angesicht des Todes auf der Flucht vielleicht auch nicht so prickelnd. Du merkst schon, wohin der Hase hoppelt. Was dein Körper da so automatisch an Programmen abspult, soll dir nützen. Klar, de facto in unserer modernen Welt, wo wir nur selten von Tigern gejagt werden, sind derlei Überlebensmechanismen tatsächlich aber schädlich. Denn während die Mechanismen prima funktionieren, wenn ein Auto auf dich zufährt und du impulsiv zur Seite springst, kurz erhöhten Puls hast und dann sagst, puh, das war aber knapp, und dann gelassen zur Tagesordnung übergehst, ist ja der Stress in der modernen Welt mitunter viele, viele Stunden lang anhaltend. Weil wir, wie gesagt, den Stress ja selbst erzeugen, aufgrund dessen, was da draußen, also sage ich mal im Büro, so passiert. Und tatsächlich kann niemand über Stunden die Fluchtreaktion aufrechterhalten, also die Fluchtreaktion, die dich spontan vor dem Auto wegspringen lässt. Also wirst du irgendwann unter diesem Dauerstress krank werden. Zwingend, geht gar nicht anders. Jetzt fragt sich natürlich, wie gehst du damit um? Was kannst du tun? Ich möchte dir ja mit diesen Videos genau das beantworten. Im ersten Schritt solltest du also lernen, erstmal überhaupt festzustellen, wann du gestresst bist. Die meisten Menschen, die zu mir kommen oder mit denen ich arbeite, wissen gar nicht, wie sehr sie gestresst sind erstens, und sie wissen auch gar nicht zu erkennen, wann und wodurch sie gestresst werden. Anzeiger für Stress sind zum Beispiel, achte mal in deinem Körper darauf, Nervosität, Hibbeligkeit, dieses Beinezappeln oder eben auf der anderen Ebene ständige Infekte, Dauerschnupfen, Allergien, Bluthochdruck, Verdauungsprobleme und vieles, vieles mehr. Dein Körper sendet dir garantiert jede Menge Signale, die du vermutlich gar nicht erkennst. Und noch weniger haben meine Klienten und eben die Menschen, mit denen ich arbeite, irgendeine Ahnung davon, was sie denn gegen diese Stresssymptome tun können. Und hier mein erster Tipp: Pause machen. Entspannen, 5 Minuten zurückziehen. Langsam ein- und tief ausatmen. Freudvolle Gedanken denken. All die Dinge tun, von denen du weißt, dass sie dir gut tun. Das Problem dabei ist, dass die meisten Menschen sich im Stress genau das versagen. Sie müssen zuerst das wichtige Projekt fertigbringen. Sie müssen zuerst die Kalkulation beenden. Zuerst die Bauzeichnung wegschicken, was auch immer. Dabei könnten ein paar Minuten Auszeit den gesamten Stressmodus im Körper unterbrechen und dich wieder in die Balance und damit zurück in deine Kreativität bringen. Ich kann dir die vielen Übungen und Tipps, die dich garantiert aus dem Stress holen, logischerweise hier nicht alle herunterbeten. Aber ich kann dir anbieten, dass du dir mein kleines E-Book mit dem Namen Anti-Stress Express mit den 10 besten Körperübungen gegen Druck und belastende Gefühle von meiner Webseite herunterlädst. Und zwar kostenlos und vollständig unverbindlich. Und da findest du das unter dieser Kachel Stressspirale. Dort kannst du dir das Dokument herunterladen. Und ich packe den Link natürlich auch hier gleich unter dieses Video in die Videobeschreibung. Falls du das Video nicht auf YouTube anschaust, dann sage ich dir jetzt ganz einfach den Link. Schreib mit: www.fischer-reinecke.de/Stress-Spirale. Du kannst natürlich auch mein Buch lesen. Arschbombe ins Glück heißt es und wird dir ganz viele Tipps dazu auch geben. Auch das Buch kannst du übrigens über die Webseite bestellen. Oder du schreibst mir einfach eine Mail und schilderst mir kurz dein Problem und gönnst dir vielleicht mal eine Sitzung mit mir. Oder meinetwegen auch mit einem anderen Stresscoach. Auf jeden Fall solltest du etwas in dieser Richtung unternehmen, wenn du wiederholt feststellst, dass deine Kreativität gen Null tendiert. Und häng das Wort Kreativität bitte nicht zu hoch. Spür einfach rein, ob dir noch Ideen kommen oder ob du nur noch nach To-Do-Liste funktionierst und abends völlig leer und platt bist und dann quasi nur noch halbtot auf dem Sofa rumliegen kannst. Das Video Luft raus, das ich schon länger mal machen wollte, habe ich mir jetzt für nächste Woche vorgenommen. Das findest du dann da. Nun mache ich für heute Schluss. Sorge bitte gut für dich.
Ja, und dazu kannst du auch das Video über Egoismus mal anschauen. Und wende all die Dinge an, die deinen Stress herunterfahren und dein Immunsystem und damit deine gesamte gute Laune rauffahren. So, ich bin jetzt mal weg für heute. Hab's gut, mach's dir schön. Ich wünsche dir einen entspannten, also stressfreien Tag. Du kannst das sehr wohl selbst hinkriegen. Bye bye, ciao, ciao. Deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Ciao, ciao.